Ich habe gerade den besten Sonnenuntergang Brasiliens entdeckt, auf der Halbinsel Barra Grande. Romantische Sonnenuntergänge bei menschenleeren Stränden. Darum gibt es keine Leute dort. Die meisten lassen sich von der Anreise abschrecken oder sind zur falschen Zeit dort. Aber keine Sorge, ich erkläre dir heute, wie du einfacher dorthin kommst und wie du zur besten Zeit deine Reise planst, um das Beste aus Barra Grande rauszuholen. Los geht's! Zu mir, wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Alexandra und seit 4 Jahren berichte ich über die besten Orte zum Leben und zum Reisen in Südamerika. Ich war bis jetzt 3-mal in Barra Grande und es hat mir immer so gut gefallen. In einem Land, wo es sonst keine Sonnenuntergänge über dem Wasser gibt. Barra Grande hat es und ich hatte mir zuvor schon den berühmtesten Sonnenuntergang Brasiliens angesehen, in João Pessoa. Da spielt täglich ein Saxophonspieler im Boot überm Wasser. Lass es mir dir sagen, Barra Grande stellt diesen in den Schatten. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang mit gleichzeitig Vollmond, natürliche Pools im Wasser und paradiesartige Strände, das ist Barra Grande. Wie kommst du dorthin? Also, Barra Grande ist ein kleiner Ort auf der Halbinsel Maraú und über eine Erdstraße erreichbar. Du musst auf jeden Fall auf die Jahreszeit achten, weil die Straße ist zeitweise auch für ein Allrad ziemlich schwer zu befahren. Alternativ kann man auch mit dem Boot anreisen. Wenn du von außerhalb kommst, gibt es 2 Flughäfen, wo du ankommen kannst. Salvador im Norden und Ilhéus im Süden. Wenn du von Salvador kommst, braucht die Anreise ca. 6 Stunden, von Ilhéus aus 2,5 Stunden. Also wann ist die beste Zeit, um nach Barra Grande zu kommen? Du musst auf die Jahreszeit achten und auf die Mondphase. Das ist nämlich, was Barra Grande so besonders macht. Also die Hauptsaison, die Hochsaison ist von Dezember bis Februar. Da kannst du zu überhöhten Preisen kommen. Ich habe das Glück gehabt, genau zur Zeit des Supermondphänomens dort zu sein. Spaziergang am Abend am Strand. Die geografische Lage von Barra Grande macht es möglich, ein paar Mal im Jahr Vollmond und Sonnenuntergang zugleich zu sehen, wenn man am richtigen Strand steht. Ja? Es gibt ungefähr 3 Hauptstrände, die ich euch heute zeigen werde. Also zur Mondphase und Gezeiten, wenn du deine Reise planst, schau dir die Mondphasen an. Es gibt nämlich natürliche Pools im Meer, die man nur zu gewissen Zeiten ansehen und reingehen kann. Und mit den natürlichen Pools hatten wir leider voll Pech, beziehungsweise haben wir schlecht geplant, ja. Also ihr macht es dann besser, ja. Bei Voll- und Neumonden gibt es die stärkste Ebbe. Also du musst wissen, was ist der richtige Zeitpunkt für den richtigen Ort und wie lange soll man eigentlich in Barra Grande bleiben. Also ich empfehle zwischen 2 und 7 Nächten. Ideal wahrscheinlich 4 Tage in einem der wunderschönen Resorts am Strand oder charmanten Posadas, die es im Ort gibt. Wenn ihr 4 Nächte plant, dann könnt ihr so ziemlich alles sehen. Und nach mehreren Besuchen ist meine Empfehlung, den Aufenthalt sogar aufzuteilen zwischen 2 Orten. Die gibt's gleich nachher. Ja, in einem Land am Atlantik, wo normalerweise nur die Sonnenaufgänge Instagram-worthy sind, hat Barra Grande auch einen Sonnenuntergang, der es so wert ist, sich anzusehen. Also wann geht deine Reise los und was musst du beachten? Also wann ist die beste Zeit für die Reise? Wie gesagt, je nachdem, wie du ankommst, ob mit Auto oder Fähre von Camamu aus, musst du an die Regenzeit oder Trockenzeit denken. Also von Dezember bis März ist es sehr trocken, da ist Trockenzeit und die Straßen sind dann wie Sandstrand. Und das macht es sehr schwer zu fahren mit einem Auto, was keinen Allrad hat. Dann ungefähr von Mai bis August ist eine starke Regenzeit und die macht die Straße dann sehr schlammig, was es wieder sehr schwer macht. Ab und zu werden die Löcher dann zugeschüttet mit Sand, dann geht es wieder ein bisschen besser zu fahren, aber sonst ist diese Straße wie ein Schweizer Käse, wie man nach Barra Grande kommt. Und es ist auf jeden Fall rutschig. In der Übergangsphase aber kann man auch mit normalen Autos fahren. Das wäre dann zum Beispiel im April oder im Oktober. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Boot von Camamu auszunehmen, was die Anreise entspannter machen kann. Du fährst dann die Asphaltstraße in die Stadt Camamu und von da aus gibt es dann Schnellboote ins Zentrum von Barra Grande. Und dann stehst du am Pier mit deinem Gepäck und ich sag dir eins, ich hoffe, du hast gut gepackt, weil mit deinem Trolley, den wirst du dann nicht durch den Schlamm ziehen wollen, wenn der Räder hat. Besonders wenn es vorher geregnet hat, das willst du ja nicht mal im Trockenen. Also auf jeden Fall keinen Trolley mitnehmen, sondern einen Rucksack. Ich kann meinen Rucksack empfehlen von Osprey, 40 Liter, die Frauenversion. Super perfekt für solche Reisen, wie nach Barra Grande, wo es nur Sand- und Erdstraßen gibt. Später im Video verrate ich noch die Tipps fürs Packen, die du auf jeden Fall beachten musst, wenn du deine Reise planst.
Ja, welche Aktivitäten gibt es in Barra Grande? Ich kann auf jeden Fall empfehlen, einen Quad auszuleihen, einfach um sich fortzubewegen für eine selbstgeführte Tour. So kommen nämlich auch die Einheimischen von A nach B. Es macht es in dieser Stadt einfach viel schneller und praktischer, weil es ja nur Sandstraßen gibt und viele Hügel. Damit kann man die Strände erkunden und vieles mehr. Für die Strände möchte ich dir jetzt 3 Strände vorstellen, die du unbedingt kennen musst. Der erste Strand, den ich dir vorstellen möchte, ist Praia Barra Grande. Es ist nicht der mit dem schönsten Sonnenuntergang, weil ein bisschen viel los ist, aber es ist trotzdem sehr schön dort. Dieser Strand ist der, wo am meisten los ist. Es ist nett, aber kann auch voll sein, besonders in der Hochsaison. Viele Boote fahren herum, es gibt Leute, die Fuji-Volley spielen, in den schönen Strandbars liegen. Es gibt viele Restaurants, außerdem einen Pier, von dem man aus nach Camamu fahren kann. Oder man geht von dort aus einfach in den Ortskern rein und schaut sich da um. Es ist sehr bunt, es gibt kleine Restaurants und Geschäfte. Und weil dieser Strand sehr touristisch ist, der touristische Teil der Insel, gibt es leider auch überhöhte Preise. Trotzdem kann man abends dort essen gehen oder Drinks genießen mit Live-Musik. Und wenn du dich jetzt fragst, ob man da auch surfen kann, ist das eine sensible Frage. Ich habe dort nämlich erfahren, dass die lokalen Surfer gar nicht erfreut sind, wenn Surfer von außerhalb kommen und Fotos online stellen. Ich habe da sogar was beobachtet, das war ein bisschen erschreckend. Vielleicht, wenn es dich interessiert, schau in meinem Blogartikel über Barra Grande, da erkläre ich es ein bisschen. Der zweite Strand, den ich dir vorstellen möchte, ist Praia Tres Coqueiros. Der ist auf der Ostseite der Insel, das heißt, man hat einen wunderschönen Sonnenaufgang, es ist sehr ruhig und es hat keine Leute. Es ist ein einsamer Strand, weil die ganzen Bars und Restaurants in den anderen Bereichen konzentriert sind. Es gibt Felsen in der Gegend, also sei auf jeden Fall vorsichtig, wenn du da ins Meer gehst. Du wirst dort kaum Leute finden, weil die meisten einfach auf der anderen Seite der Halbinsel sind. Und jetzt gibt es das Highlight, meinen Lieblingsstrand Ponta do Muta. Auf der Nordspitze der Halbinsel. Dort sind keine Leute, es ist so leise, es ist wunderschön, einsame Strände. Ponta do Muta ist der klassische Ort für den Sonnenuntergang. Man kann gleichzeitig Sonnenuntergang und Vollmondaufgang sehen, wenn du zur richtigen Zeit dort bist. Es ist unglaublich. Es ist ein wunderschöner Strand für lange Spaziergänge, ist ruhig mit fantastischer Aussicht und man kann diesen Strand auf jeden Fall empfehlen. Er hat mir so gut gefallen. Bahia hat ja viele tolle Strände, aber das ist einer der besten Strände, an denen ich hier in Bahia war. Das Wasser ist sauber, es ist ruhig, ich liebe die Farben bei Sonnenuntergang. Und eine weitere Aktivität ist, du kannst auch eine Bootstour machen. Rund um die Halbinsel Marau oder einen Ausflug rund um die Ilha Grande. Es gibt auch wunderschöne Farben und transparentes Wasser. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kann ich dir auch was empfehlen. Es gibt nämlich einen Leuchtturm auf einem Hügel, Farol de Itaipu. Der war dieses Jahr leider geschlossen, aber es hat so ausgesehen, als würden die dort vielleicht etwas vorbereiten oder bauen. Also ich hoffe, dass sie wieder aufmachen, dann kannst du mit dem richtigen Auto dort auch nach oben fahren. Vom Leuchtturm aus gibt es einen unglaublichen Blick auf die Halbinsel und trotz des Regens, den wir bei unserem letzten Besuch hatten, war die Aussicht immer noch wunderschön. Ja, jetzt wird's noch besser. Jetzt musst du gut planen, ja? Es geht um einen Ort, der ist 7 Kilometer südlich vom Ortszentrum von Barra Grande, Itaipu de Fora. Warum muss das gut geplant werden? Naja, es kann nämlich so aussehen oder so. Ja, hier gibt es nämlich natürliche Pools im Wasser und die kann man nur zu bestimmten Zeiten sehen. Du musst auf jeden Fall sicher gehen, dass du zur Zeit der Ebbe dort bist. Wenn du das nicht planst oder schlecht planst, wirst du nichts von diesen Pools sehen und auch nicht von den schönen Stränden. Wir hatten leider so ein Pech, als wir dort waren. Wir haben das so schlecht geplant. Es war windig, wir haben nichts gesehen, es war saukalt. Also mach es auf jeden Fall besser als ich. Wann geht die Flut am meisten zurück? Naja, bei Vollmond und bei Neumond. Das heißt, wenn du deine Reise planst, vergewissere dich, dass du bei Vollmond oder Neumondtagen dort bist und dann, je nachdem, wann an dem Tag die Ebbe eintritt, dass du dann zu den Pools gehst und reingehst, dann hast du das beste Erlebnis für Itaipu de Fora. Es kann natürlich sein, dass die Ebbe sehr früh eintritt. Und obwohl Itaipu nur 7 Kilometer von Barra Grande entfernt ist, kann die Anfahrt doch bis zu einer halben Stunde dauern, weil die Straße nicht so gut ist. Also mein Tipp ist, nimm dir ein Hotel in Itaipu für 2 Tage. Dann kannst du schon in der Früh hingehen, bist einer der Ersten, die dort im Pool sein können. Meine Hoteltipps für Itaipu gibt's gleich. Welche Unterkünfte kann ich empfehlen? Also, nachdem ich jetzt 3-mal in Barra Grande war,
kann ich dir empfehlen, deinen Aufenthalt aufzuteilen. 2 Tage Barra Grande, Zentrum oder Strand, und 2 Tage Taipu, damit du die natürlichen Pools sehen kannst. Buche auf jeden Fall im Voraus, ja, weil sonst in der Hochsaison kann es zu bösen Überraschungen kommen. Und das muss ich nicht dazu sagen, oder? Lies auf jeden Fall die Bewertungen. Ich war jetzt in Südamerika in über 300 Hotels und Bewertungen lesen ist das A und O. Man kriegt einen viel besseren Wert für sein Geld, wenn man weiß, was anderen Reisenden gefallen hat. Meine Hotelempfehlungen für Barra Grande sind eine, wo ihr mehr ausgeben könnt, und eine für den besten Wert fürs Geld, eine günstigere. Die erste wäre das Nirvana Beach Hotel, ein super nettes Personal, tropisches Feeling, nett ausgestattete Zimmer und direkt an der Nordspitze der Insel, Ponta do Mutá. Kannst du dich erinnern? Dort, wo der beste Sonnenuntergang ist. Und die Sparefroh-Version in Barra Grande ist die Posada Brisa da Barra, direkt im Zentrum des Ortes. Auch super, da habt ihr nicht lang zu den Restaurants und so weiter. Und wenn ihr in Taipu bei den natürlichen Pools bleiben wollt, ist Taipu Bay Posada ist 1A, schöne Architektur, tolle Zimmer. Und die günstigere Variante für derzeit nur ein bisschen über 30 Euro pro Nacht, für super gutes Geld, die Posada Seu. Ja, was kann man essen in Barra Grande? Also die letzten 4 Jahre haben leider einige meiner Lieblingsrestaurants wieder zugemacht, aber eines gibt es noch immer. Mein Lieblingsrestaurant ist O Papagayo, wird von einem Franzosen geführt, sehr nett, hat super Filet Mignon und auch super gute Beilagen. Es ist immer sehr ruhig dort, sehr entspannt. Preise sind nicht ganz so günstig, aber ich würde sagen, es ist sein Geld wert. Wenn du gern ein bisschen mehr Action hast, dann gibt es noch am Strand die Macunaíma Lounge mit Essen, Trinken, Unterhaltung. Kann ich abends sehr empfehlen, aber auch tagsüber für Cocktails oder Kleinigkeiten zum Essen. Und dann im Ortszentrum gibt es noch viel mehr Restaurants, also auch preisgünstigeres Essen wie Pastéis, also so frittierte Teigtaschen zum Beispiel. Ja, jetzt kommen noch die Tipps, die du auf jeden Fall beachten musst, wenn du nach Barra Grande fährst. Das erste ist Insektenschutzmittel. Wenn du es nicht schon dabei hast, es kann sehr viele Moskitos dort geben. Dann, du erinnerst dich ans Gepäck, keinen Trolley. Nimm keinen Trolley mit, besonders keinen, den du da durch den Matsch ziehen möchtest. Du musst einen Rucksack packen, das ist viel praktischer, besonders in der Regenzeit. Wenn es ums Schuhwerk geht, würde ich sagen, keine Turnschuhe, weil die werden nur schmutzig, also am besten Flipflops. Dann, es gibt in Barra Grande keinen Geldautomaten. Musst du auf jeden Fall vorher nachdenken, wie viel Cash nimmst du mit. Ja? Die meisten Restaurants dort akzeptieren natürlich Kreditkarte, aber vielleicht nicht immer, wenn du eine Bootstour machst oder was auch immer. Es kann immer sein, dass jemand nur Bargeld akzeptiert. Dann schau dir auf jeden Fall die lokalen Märkte an. Dort kannst du super die Kultur kennenlernen. Es gibt immer direkten Austausch mit den freundlichen Einheimischen. Ja, wie geht's weiter nach Barra Grande? Wenn du mehr Orte in Brasilien sehen möchtest oder in Bahia, kann ich dir meinen Favorit empfehlen, Canaveiras. Mit kilometerlangen menschenleeren Stränden, mit einer charmanten historischen Altstadt, wunderschön. Dann gibt es noch Porto Seguro mit einer größeren Stadt, bessere Infrastruktur, mein Lieblingshotel Solado Imperador mit wunderschönem Blick aufs Meer. Diese und mehr Orte kannst du in meinen Videos finden auf meinem Kanal. Wenn du mit mir über deine Reisepläne sprechen möchtest, kannst du gerne ein Gespräch ausmachen. Ich gebe den Link unten rein und dann freue ich mich von dir zu hören, entweder in meinen Videos oder in einem Zoom-Call. Also bis dann!